Diese Woche fängt eigentlich wirklich gut an. Wir kommen etwas zur Ruhe und lernen sehr viel über das Leben der Menschen hier in Peru. Doch dann geht's wieder los. Uns explodiert der Schlauch unserer Gasflasche. Dann brennt die ganze Nacht lang der Berg ab und zu allem Überfluss explodiert auch noch unser Bremslichtschalter. Eine Seite weg, die ist weg explodiert. Willkommen bei Rothausbus. Wenn man an einem Ort steht und das Auto nicht bewegt, dann hat das zwei Vorteile. Erstens hat man keine Probleme mit dem Bus, weil er ja nicht bewegt wird. Und zweitens können wir die Menschen und ihr Leben hier besser kennenlernen. Auf dem Land leben die Peruaner zu einem großen Teil als Selbstversorger. Die Distanzen hier sind enorm. Das werden wir noch merken, wenn wir selbst in die Stadt müssen. Wir tauchen ein in eine völlig andere Welt. Für uns Europäer fast nicht mehr vorstellbar und doch wunderschön. Wir sind bei einer sehr lieben Familie in Jaca. Das ist im Süden von Peru in der Nähe von Abancay. Es ist Wochenende und die Familie ist sehr beschäftigt. Sie bereiten alle gemeinsam das Essen für die Gäste zu. Es gibt Cuy und viele andere regionale Spezialitäten. Während die Frauen in der Küche sind, macht der Don, das Familienoberhaupt, draußen Saft. Er presst diesen köstlichen Zuckerrohrsaft per Hand mit dieser Maschine. Um in die nächste Stadt zu kommen, rät uns die Familie, nicht mit dem eigenen Auto zu fahren. Allerdings gibt es hier keinen Nahverkehr. Die Leute organisieren das selbst und man wird einfach mitgenommen. Dafür beteiligt man sich dann an den Spritkosten. Auf nach Abancay und nicht mit dem Auto, sondern hier fährt man noch echt am Straßenrand per Daumen raus und dann mitgenommen. Und es kostet für die 30 Kilometer, man bezahlt dann auch, so um die 2 Euro. Und so günstig komme ich da nicht hin mit meinem eigenen Auto. Das heißt, ich fahre jetzt so und dann muss ich mich auch nicht drum scheren, wo die Karre steht. So, dann muss ich halt nur noch warten, bis einer kommt und hier nicht völlig zerstochen werden, weil gibt es wieder diese kleinen Viecher, die einen so fertig machen. Gerade wenn man hier wartet, dann machen sie einen erst richtig fertig. So, ich höre jetzt auf zu quatschen. Ciao. So, ich sitze jetzt im Auto mit meinem Fahrer Richard, richtig cool. Wir sind gleich in Abancay und die Stadt ist, ich war schon mal einmal dort, du kannst da richtig gut einkaufen, ist nicht zu groß, nicht zu chaotisch, absolut geil, gibt einen coolen Markt. Und die Gegend ist generell cool, also es ist hier so der ewige Frühling, ja, das heißt, also wir haben hier nicht zu kalt, nicht zu warm, immer mal wieder ein paar Wolken, in der Nacht ein bisschen Regen, tagsüber geil, Hammer, super Lugar, super Ort. So, geil, ich bin in Abancay. Mein Kram auch schon fast erledigt. Jetzt muss ich noch die Liste abarbeiten, die mir Alessandra mitgegeben hat. Und wir kaufen ja immer nur auf dem Markt ein, weil es einfach günstiger, besser, frischer ist. Versuchen Supermärkte zu vermeiden. So, und jetzt latsche ich hier durch Abancay. Normalerweise würde ich ja gar nicht so mit der Kamera durch die Gegend latschen, aber hier ist nun wirklich total friedlich. Und eine coole Stadt, super hilfsbereit, nicht zu groß, nicht zu klein. Kriegst alles, also super Ort. So. Und jetzt suchen wir uns mal den zentralen Markt. Und dann geht's wieder zurück.
Ja, der Markt hier ist diesmal nicht allzu groß, aber es gibt eigentlich alles und auch total frisch, auch ein super Preis. Also Fleisch zum Beispiel kostet das Kilo Schweinefleisch unter 4 €, kannst du ja nichts sagen. Und beim Obst und Gemüse ist genauso, da hat man einen ganzen Sack voll mit 10 € und geht nach Hause. So, jetzt geht's wieder zurück und wie ihr seht, bin ich hier schön eingequetscht, kann man wenigstens nicht durch die Gegend fliegen. Und das gibt es nur hier. Also das ist so eine schöne Art mit dem Transport. Also ich habe jetzt hier nicht gewartet, sondern ich bin da angekommen, habe gesagt, ich will nach Jaca Süd und dann bin ich direkt eingestiegen. Der ganze Spaß kostet jetzt 2 €, aber so ein Taxi wird halt auch besetzt mit 7 Leuten. Also ist man da, man kann wirklich nicht umfallen. Ist mal schön kuschelig. Auf geht's, ab nach Hause. Wir haben ja die ganze Zeit auf der Reise mit diesen kleinen Gasflaschen der Größe der Spraydose gekocht. Ist, ich weiß, umwelttechnisch ein absoluter Fauxpas. Aber die beste Lösung, klein, standfest, wir können im Auto kochen. Es war alles perfekt. So. Jetzt sind wir aber seit Bolivien unterversorgt, kann man sagen. Also es ist in Südamerika nicht einfach, diese Flaschen zu kriegen. Und deswegen sind wir umgestiegen auf das Ding. So, das Ding ist richtig geil, ist eine 2-Liter-Flasche. Die hat nur einen Nachteil, die hat oben eine Öffnung, die kommt aus Polen, die Flasche. Aber das ist dieselbe Öffnung wie in Argentinien. Also in Argentinien wäre das jetzt kein Problem gewesen. Hier ist es aber ein Problem, das kann hier keiner befüllen. Und wenn man das Ding selber befüllen möchte, da kann man sich für einen Apfel und ein Ei, also ich habe dafür jetzt bezahlt hier, guck mal hier, also ich habe dafür jetzt bezahlt den Schlauch, den Anschluss, den anderen Anschluss habe ich mir hier drehen lassen. Das haben wir selber gemacht. So, und da habe ich insgesamt jetzt für bezahlt, ich würde sagen so 5 €. Also 5 € hat das Ding gekostet. Moral von der Geschichte ist, ich kann jetzt jede Gasflasche nehmen und da oben anschließen. Also ich muss mir nur einen anderen Anschluss holen in jedem Land und kann meine Gasflasche selbst befüllen. Weil das Geile ist an diesen Gasflaschen, dass die ein Ventil haben. Das heißt, ich kann das aufmachen, das Ablassventil, dann wird die Luft rausgedrückt, das Liquid geht da rein in Sekunden. Das ist wirklich, du brauchst da nicht lange rummachen, sondern es geht wirklich schnell. Und dann haben wir die Gasflasche wieder befüllt. So, das machen wir jetzt und dann haben wir wieder Gas für das. In dieser ist ungefähr 8 von diesen kleinen Gasflaschen drin. Das heißt also, wir haben damit 2 Monate Ruhe. Richtig geil, auf, voll machen. So, das Ding hängt. Natürlich saugefährlich, immer ein bisschen aufpassen, ja, muss festhängen, muss man auch draußen machen. Jetzt hoffe ich, dass der Gurt nicht abreißt. Wenn der jetzt abreißt, gibt es hier richtig Feuerwerk. So. Und jetzt tun wir den Schlauch unten ran. Und zuallererst muss man erstmal was ablassen aus dem Ding, weil unten drin immer Metallteile sind und die gehen sonst in die andere Flasche rein. Also wir drehen oben auf. Jetzt hört man auch schon, wie das Gas reinläuft. Jetzt drehen wir unten auf. Oh, hier ist undicht. Und machen die Entlüftungsschraube auf. Ach Mann, was soll ich sagen? Das war ein totaler Griff ins Klo. Ein absolutes Fiasko, könnte man es nennen. So, der Schlauch ist geplatzt. Geplatzt, echt. Also ich bin extra in eine Ferreteria gegangen und habe gesagt, ich brauche einen Gasschlauch. Ja, hier der Gasschlauch, Textil verstärkt. Ja. So. Ich schließe alle zusammen, ihr habt es ja gesehen. Oh, Panik. Ja. Und da ist richtig gesehen und der Schlauch und pum. Und das ganze Gas flüssig ausgelaufen. Aber egal, was soll's. Deswegen sind wir ja draußen gut belüftet, da passiert ja nichts. Ich rauche ja nicht. Ne? Das ist auch echt krass. Ja, auf jeden Fall haben wir zum Glück noch einen Schlauch und der ist wirklich textilverstärkt. Den haben wir eigentlich mal zum Absaugen von Benzin gekauft, aber der ist besser als der andere. Diesel. Genau, für den Diesel gekauft. Jetzt habe ich das Ding wieder hier zusammengefriemelt mit dem neuen Schlauch. In der Hoffnung, dass es diesmal einfach funktioniert. So, jetzt bauen wir alles wieder zusammen in die Gasflasche da oben drauf und hoffen, unsere Gasflasche zu befüllen. So, cambio de tubo. Oh, se ve también ahora. Geil. Ja, und das machen wir jetzt so lange, bis aus der Entlüftungsschraube
Flüssiggas rauskommt und dann lassen wir noch mal ein bisschen ab und dann passt das, weil die brauchen immer ein Luftpolster. Ohne Luftpolster explodiert die Flasche. Ich glaube, sie ist voll. Also ja. Gut. Juhu. So, Flasche ist voll gewogen, ist genau das, was wir reintun dürfen. Nochmal, nicht mehr, als man reinfüllen darf, weil sonst explodiert euch das Ding in der Sonne. So, und jetzt noch eine andere Sache. Nehmt auf jeden Fall einen vernünftigen Schlauch. Also den Schlauch, den die mir verkauft haben, den ich für Gas nehmen kann, der ist uns dann beim ersten Mal geplatzt. So, ganz wichtig, vernünftiger Schlauch. Vorher einmal aufdrehen, damit aus der Gasflasche die Kleinteile, also so Rostteile, die da drin sind, einmal abgehen, also rausgehen, die nicht in die neue Flasche reingehen. Dann beides verbinden, oben aufmachen, unten aufmachen, Entlüftungsschraube aufmachen und dann einfach langsam befüllen. Lüftungsschraube natürlich nicht durchgehend offen lassen, weil sonst fliegt ja alles an Gas schon wieder raus. Ja, jetzt sind wir ausgestattet und da ist jetzt genauso viel drin wie in 8 Flaschen. Das ist also richtig, richtig cool. Und auch weitaus billiger als für die Flaschen kosten hier 6 €. Also ich glaube 6 € habe ich für die gesamte Füllung jetzt bezahlt. Perfekt. Ja, und wir haben die neue Gasflasche gleich mal genutzt und machen Focaccia mit der hier, wie heißt das, Muttererde wollte ich schon sagen, mit dem Mutterteig. Und das wird richtig gut. Soll ich das mal an? Das ist ja mal ein geiles Focaccia. Fluffig ohne Ende. Total cool. Nee, da freue ich mich drauf. Weil Brot können wir nicht kaufen. Wir kriegen alles, aber kein Brot. Und Italien in Peru. Baby, es gibt Focaccia. We will see. Sie glaubt nicht dran. Also sie meint, nee, also Focaccia kriegst du nicht im Omnia hin, das wird nichts. Wir werden sehen. Es brutzelt hier vor sich hin. Gibt gleich ein Update. Wow. Also die Mitte nicht angucken, weil beim Omnia oft die Mitte verbrennt. Man muss ja ein bisschen Temperatur haben, damit es überhaupt was wird. Jetzt ist aber sehr schwarz geworden. Wir werden mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber sonst fühlt sich das ganz gut an. So, mal schauen. Erster Happen hier. Ja. Okay. Also gekocht ist es. Bisschen, doch weich ist es auch. Hier ist halt das Verbrannte, das muss weg. Mhm. 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 Na, Focaccia. Schmeckt ja wie Brot mit Tomate. Focaccia. Und sehr sauer. Der Sauerteig ist zu sauer. Und was ist deine Meinung? Danke für Kochen. Na, richtig. Ist okay. Also, wie gesagt, zu brotig. In der Mitte halt doch sehr verbrannt. Ja, das ist so, essen wir natürlich nicht mit. Der Rest ist super. Beim nächsten Mal nehme ich die Hälfte vom Teig, mehr Öl. Und dann, glaube ich, habe ich ein gutes Ergebnis. 1, 2 y 3, vamos. Alles choque. 2 y 3, vamos. Wie ihr wisst, haben Björn und ich zunehmend Stress, den müssen wir irgendwie kompensieren. Die Peruaner sagen zu uns, das sei mit diesen Bällen sehr gut möglich. Ah, sí. Ay, que se quede, está bien ahí. Was hier spielerisch aussieht, ist es Wirklichkeit sehr anstrengend. Die Bälle sind schwer und es ist sehr heiß darin. Ich habe natürlich keine Chance gegen Björn. Uno más, uno más. Sí, sí, uno más. Dale. Sí.
Ist ganz selbst. Gracias. Danke. Hier wieder. Das war gut, oder? Ja, he perdido clamorosamente. Also auf jeden Fall sehr spaßige Aktion. Danke. Danke, La Huerta in La Yaca. Das war echt cool mit euch. Ja, super Ort. Super Ort. Also wenn ihr irgendwie zwischen hier irgendwo in Peru unterwegs seid und von, wo ist denn das, nach Nazca fahrt, von Cusco nach Nazca. Da gibt es nicht viel auf der Strecke, aber es gibt diesen geilen Ort hier. Und ihr müsst da hingehen. Die sind super lieb und da kann man sich auch mal gegenseitig aufs Maul hauen. Ciao. Das Feuer wütet noch die ganze Nacht und der ganze Berg brennt ab. Und keine Angst, die Aktion mit unserer Gasflasche ist nicht dafür verantwortlich. Am nächsten Tag wollen wir losfahren und dann gehen die Probleme am Bus auch schon wieder los. Ja, was definiert eigentlich einen richtigen Scheißtag? Also heute ist ein Scheißtag. So. Und ihr könnt ja mal irgendwie in die Kommentare schreiben, was für euch ein Scheißtag ist. Aber heute ist so ein richtiger Scheißtag und ich sage euch jetzt mal warum. Wir wollten gestern losfahren, wir haben unser Video fertig gemacht, wir haben unsere Website, wir haben so viel gearbeitet und wollten gestern endlich losfahren. Und dann schalte ich das Auto ein und leuchtet, also es geht erst nicht an. Ja, ich so, wieso geht nicht an? Was ist denn da los? Kann doch gar nicht sein. Ja? Kommt mal mit rein hier. So, kann doch gar nicht sein. Ja? Überhaupt nicht möglich. Wie soll denn das gehen? Ja? Ich hab doch gar nichts angehabt. Ja? Naja, auf jeden Fall kann ich den ja laden, indem ich einfach das Zündschloss umdrehe. Dann lädt die eine Batterie die andere auf. Alles gut. Wir starten das Auto. Fällt uns auf, dass die Bremsleuchte hinten leuchtet. Na gut, leuchtet die Bremsleuchte irgendwie. Kurzschluss gehen Masse in irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung. Alter! Dann sind wir fertig, wollen endlich los, ja. Ich mache das Auto, warte mal kurz ausmachen, ich mache wieder an. Auf einmal gibt es eine riesen Explosion im Cockpit. Und guckt mal da, das ist hier unser Bremskraftgeber und darunter ist der für die Bremsleuchte sozusagen der Schalter. Ja. Und ihr seht auch, mein Finger ist hier schon nass. Also richtig ätzend. Aus diesem blöden Schalter für das Bremslicht kommt hinten Bremsflüssigkeit raus. Die ist zwischen beide Kontakte geflossen und ist dann explodiert, ja, und hat uns einen Kontakt abgerissen und das Kabel verschmökelt. So. Ja, jetzt sitzen wir da, können keinen Meter mehr fahren, weil sobald ich auf die Bremse raufdrücke, spritzt da die Bremsflüssigkeit raus. Und jetzt versuche ich das zu reparieren. Also ein richtiger Scheißtag. Und Alessandra ist jetzt in die Stadt gefahren. Also ich war zweimal schon in der Stadt und sie hat gesagt, sie will jetzt hier nicht mehr sitzen, sie will fahren. Und du musst hier per Anhalter in die Stadt fahren und die versucht jetzt einen Bremslichtschalter für einen Käfer zu kriegen, weil das ist der gleiche. Der hat zwar 3 Pole, aber wenigstens schließt der ab. Mir ist das ganze Jahr mit Licht funktioniert, Hauptsache da kommt keine Bremsflüssigkeit mehr raus. Und den Käfer gibt's hier so. Das heißt, wir versuchen jetzt entweder für unser Auto, es ist in allen möglichen VW-Fahrzeugen drin, dieser Schalter. Und wir versuchen diesen blöden Schalter zu kriegen. Wenn wir den nicht kriegen, muss ich MacGyver spielen und irgendwie von oben den Schalter abdichten, entweder mit Sikaflex, Gummi oder sonst was, das Teil wieder reinklatschen, dass da eben nichts mehr rauskommt. Und dann fahren wir halt ohne Bremslicht, bis wir dann endlich dieses Teil kriegen. Scheißtag. Ja, und jetzt ist uns die Bremsflüssigkeit überall hier reingelaufen. Und das ist total wichtig, dass man das jetzt sauber macht. Ich mache es mit WD-40. Ich werde jetzt nicht mit irgendwas anderem Aggressiven daran gehen. Und WD-40 ist ja gleich Rostschutz so ein bisschen. Und damit reibe ich diesen ganzen Kram jetzt ab von allen Metallstellen, versuche das zu reinigen, soweit es geht, weil diese blöde Bremsflüssigkeit ist halt total ätzend. So. Und das macht uns, ich weiß nicht, ob es Gummi oder Plastik angreift, das kann ich jetzt nicht sagen, wegen den Isolierungen der Kabel. Aber zumindest mal die Lenkstange und das ganze Cockpit ist ja Metall. So, und auch lackiert und man merkt schon richtig, dass es sich da reingefressen hat. Mache ich jetzt also sauber, spritzt dann von hinten so einen Rostschutz rein und dann hoffen wir, dass es halt wieder hält. Es gibt echt Dinge, die gibt es gar nicht. Unvorstellbar. Ich wollte ja schon provisorisch hier MacGyver-technisch irgendwie das Ding reparieren und habe alles vorbereitet. Hätte gesagt, ich mache da Silikon oben rein oder Sikaflex. Aber hier, Alessandra ist die Bombe. Hammer. Sie hat echt den Schalter für das Bremslicht gekriegt. Genau die gleiche Teilenummer, alles identisch. Türkische. Du bist echt super.
Und hier, Teil. also richtig ja, aus der Türkei, weil wir Deutschen ja scheinbar keine Ersatzteile mehr herstellen. Und ja, jetzt baue ich das Ding einfach ein und dann können wir weiterfahren. Super. Juhu! Also einfach mit einem 22er Schlüssel. Hier ist extra so eine kleine Aussparung. Da kommt man ran und das Ding dann einfach mit einem 22er Schlüssel aufdrehen. So, da ist auch schon. Unbedingt einen Lappen drunter, weil es ja super ätzend ist, diese blöde Bremsflüssigkeit. So, und dann machen wir das Ding auf und setzen den neuen ein. So, da kommt er. So, also den anderen unbedingt schon griffbereit legen, Lappen drunter, dass das nirgendwo hinläuft. Und dann raus, Finger drauf und den neuen rein. So, da ist er schon raus. Ja, und den neuen da rein. Komm schon, gerade. Konzentrier dich. Wir haben nur eine Chance. Komm. Komm jetzt bitte, geh da rein. Gehst du nicht da rein? Willst du nicht? Bist du nicht der gleiche Teil? Doch, jetzt, da ist er. So. Gut, da ist ein bisschen was rausgekommen, ist aber nicht schlimm. Und wieder festziehen. Kein 22er? Was, größer oder was? Ist okay. Ich weiß es noch nicht. Ach, Mann, was soll ich sagen? Es ist wirklich nicht zu fassen. Ach, was soll man dazu noch sagen? Ja, also, der passt nicht. Die Teilenummer ist identisch. Es steht auch sogar auf dem Teil dieselbe Teilenummer drauf. Ja. Aber die Teilenummer und auf dem Paket, da steht drauf Schlüsselnummer 22. Also sprich mit dem Schlüssel 22 kann man das Ding bearbeiten. Aber es ist 24 und das passt nicht. Ja, was soll man dazu sagen? Also, entweder haben die uns in dem Laden beschissen und das ist da was anderes reingetan, weil dann wäre ja nicht die Teilenummer auf dem Teil drauf, oder der Hersteller hat einfach mal gnadenlos versagt. Ja, was soll man machen? Jetzt haben wir schon so ein Glück gehabt, dass wir dieses Teil überhaupt bekommen haben. Ist ja schon ein Weltwunder, ja. Und ja, egal. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Wir wollen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen uns langsam bewegen. Und ein anderes Teil kriege ich hier eh nicht ran. Das heißt, wir haben uns entschlossen, wir nehmen den alten Schalter. Hier ist der alte Schalter. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist eine Seite weg. Die ist weg explodiert. Ne? Und jetzt nehmen wir diesen alten Schalter und bauen den alten Schalter einfach wieder da ein. Und ich habe jetzt hier das Loch hinten, also es kommt ja die Bremsflüssigkeit hier raus, die spritzt immer raus, wenn ich da auftrete. Und das ist natürlich kein Zustand, weil es ist irgendwann leer und dann bremst es nicht mehr. Und außerdem ist ja stark ätzendes Zeug. Das heißt, ich habe jetzt von oben mit einem Gummipropfen zugestopft, wie so ein Bekloppter. Also richtig mit dem Imbusschlüssel richtig Kraft drauf gebracht. Ich meine, wir reden hier von, ich glaube, 5 Bar hat die Bremse. Muss schon ein bisschen was aushalten. Und außerdem will ich nicht, dass es in die andere Richtung wieder geht, weil dann stopft es mir ja vielleicht die Bremsleitungen zu oder macht was anderes kaputt. Das heißt, ich habe es da richtig reingehämmert, wie ein Bekloppter, dann abgeschnitten. Ja, und jetzt bauen wir halt den alten Schalter wieder ein, dass wir überhaupt weiterfahren können. Sonst kommen wir hier nicht weg. Ja, dann müssen wir halt ohne Bremslicht fahren und bis wir dann halt eben irgendwann ja, wieder einen richtigen Schalter haben. Ja. Ich meine, ohne Bremslicht fahren ist auch nicht toll, aber gar nicht fahren ist noch weniger toll. Und ja, gut, also das Ding wieder rein und dann weg hier. So, jetzt haben wir es auch fast geschafft. Das sind jetzt noch 73 Kilometer, dann sind wir in Cusco. Juhu! Also etwas längere Pause zwischendrin, aber es ist ein anderes Thema.
Und jetzt geht es hier nochmal steil bergauf, weil wir sind so auf 1,8 und wir müssen auf 3,4. Das heißt, wir müssen Hermann jetzt noch eine Weile quälen. Und dann sind wir in der Hauptstadt der Inka. Da, wo das Inka-Reich seinen Ursprung hat. Da sind wir sehr gespannt drauf, weil dort soll es nämlich Steine geben, die sind so exakt geschliffen, dass es mit den Werkzeugen zur damaligen Zeit überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Das heißt also, wir können da was entdecken, was bis heute nicht erklärbar ist. Und da fahren wir jetzt hin. In Peru ist das völlig normal. 6 Personen und ein Hund im Auto. Man wundert sich ja echt immer wieder. Wir haben jetzt noch 13 Kilometer und es sind 32 Minuten. Also wir sind nah an Cusco dran und es wird wahrscheinlich ein Mörderverkehr. Sonst braucht man ja für 13 Kilometer niemals 32 Minuten. Ja. Und man sieht aber noch nichts auf der Karte, aber man merkt hier schon, dass hier schon Stadt anfängt. Und lauter Leute durch die Gegend wedeln hier für Restaurants und wie es ich nicht. Aber die Stadt kommt erst da vorne, also in 13 Kilometer sind wir da. Geschafft, mir tut der Rücken weh, es reicht. Kuis? War echt? Alessandra sagt gerade, da war Meerschwein am Spieß. Ist un poco tenso. Ja, ist auch echt. Es geht so steil runter. Echt. Wow, wir haben es geschafft. Wir sind in Cusco endlich angekommen. Puh, mir tut so der Rücken weh. Und es gibt in Cusco eigentlich nur einen Campingplatz, wo die ganzen Overländer stehen. Und dieser Campingplatz, der ist echt voll. Also die stehen hier natürlich auch eine ganze Weile. Die können ihre Autos hier stehen lassen, fliegen nach Hause. Aber richtig voll. Egal. Auf jeden Fall sind wir nah an der Stadt dran. Das ist von hier, was sind das, 2 Kilometer zu laufen. Das ist also gut. Wir haben ein bisschen Schatten für Mali. Das ist alles perfekt. So, und hier bleiben wir jetzt 2-3 Tage und gucken uns Cusco an. Und suchen nach der Wahrheit. Genau. Dazu gibt es aber ein extra Video, weil es ist einfach viel zu umfangreich. Also wir haben jetzt sehr viele Tage Recherche vor uns. Wir werden hier in Cusco uns Inka-Stätten angucken. Wir werden uns mit Archäologen unterhalten. Wir haben einfach jetzt viel zu tun, weil es gibt eine Frage, die ist bis heute wirklich nicht geklärt. Also ich meine, die Schulbücher sagen was anderes. Die sagen, die Inkas haben einfach mit Steinen und mit Bronzewerkzeug exaktere Bauten gebaut, als wir heute bauen können. Und die Peruaner glauben da einfach nicht mehr dran so, und haben jetzt wieder angefangen zu suchen. Warum? Die unterste Schicht der Inka-Bauten, also sprich auch also nicht nur von heiligen Städten, also wir reden nicht nur von Tempeln, sondern die unterste Schicht von fast allen Gebäuden oder sagen wir mal Ausgrabungsstätten ist total exakt, also lasergenau geschnitten, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und alle Siedlungsschritte danach sind einfach so wie eine Feldsteinmauer, wie die jeder auch bauen würde, der diese Möglichkeiten hat. Also sprich nur mit Stein klopfen kann oder mit Bronzewerkzeug arbeitet, was viel weicher ist als der Stein, was also diesen Stein gar nicht bearbeiten kann. So, und diese Frage, die ist einfach, die steht im Raum, die ist riesig. Also, dazu kommt in den nächsten Wochen ein Video von uns, könnt da total gespannt drauf sein. Das wird der richtige Hammer. Also wir sind selber jetzt schon geflasht von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, und das, was jetzt kommen soll, das soll noch viel heftiger werden. Also seid gespannt, wir sagen euch Bescheid, werden rechtzeitig auch Werbung dafür machen, gibt es einen Short, wie auch immer. Und dann kommt das Video zu den Steinen in Cusco. Jetzt fangen die wieder an, da zu bohren. Ey, jetzt, wo wir das Video beenden wollen, fangen die an zu bohren. Egal, kriegen wir jetzt hin. Also, bevor wir aber heute Schluss machen hier, ist nämlich noch nicht Schluss, geht noch weiter. Bevor wir hier heute Schluss machen, müssen wir euch erstmal was sagen. Ihr seid die geilsten Fans unter dieser Sonne. Ich kann man nicht anders sagen, ne? Also ihr habt so schöne Kommentare auf unser letztes Video. Wir haben fast noch nie so viele Kommentare bekommen.
So viele ermunternde, schöne, aufbauende Kommentare. Auch so viel Dank von euch für das, was wir euch gegeben haben. Und so, es waren so viele Leute dabei, die sich durch uns haben motivieren lassen und selber reisen. Und das finden wir total schön. Danke. Vielen, vielen Dank. Genau, das ist mal das Erste. So, dann gibt es noch eine zweite Sache. Also, ich antworte jetzt mal hier auf eine ganze Flut von Fragen, die wir per E-Mail bekommen haben. Und unter den Videos, das ist hier einfacher, sonst tippen wir uns blöd. Also, natürlich liefern wir auch in Österreich und Schweiz. Also wir liefern in ganz Europa. Ihr müsst einfach nur, da wo ihr seid, da gebt ihr einfach eure Lieferadresse. Also wir reden über unseren Shop, also über Rhodes Market. So, da müsst ihr einfach eure Lieferadresse eingeben und dann ändert sich der Preis der Lieferung und dann liefern wir überall hin. Also es gibt keine Grenze mehr, egal von wo ihr bestellt, ihr könnt bestellen. So, dann gab es noch eine Frage, die sehr interessant ist und die auch hier am besten zu beantworten geht. Und zwar war die Frage, was ist der Unterschied zwischen den beiden Tucharten, die wir haben? Ja. Wir haben ja einerseits hier, willst du Aguayo oder willst du lieber Schafswolle? Schafswolle. Schafswolle. Also, wir haben einerseits diese sehr poppigen Tücher, die aus Acryl sind. Und das ist das klassische Aguayo aus Schafswolle. Man sieht ja schon den Unterschied, aber der Unterschied ist ganz klein, habe ich ja schon gesagt. Der Unterschied ist Acryl. Und das hier ist Schafswolle oder auch die hier so ohne viel Muster für die Leute, die keinen Bock auf bunt haben. So, und naja, gibt ja Leute, die keinen Bock auf sowas haben. Also, der Unterschied ist Schafswolle, Acryl. Und das Acryl ist, also der Unterschied liegt einfach in der Benutzung. Das ist, wie wir gerade drauf sitzen, für draußen, für Picknick, da drin kann man einen Bierkasten tragen, sein Kind einwickeln. Das ist sehr, sehr stabil, das kann man mit der Waschmaschine waschen. Und diese Sachen hier, die sind sehr, sehr fein, sind zwar ordentlich Stoff, aber die sind eher fein. Das heißt, das macht man auf dem Tisch, das hebt man als Überwurf oder man setzt sich da zum Fernsehgucken drauf, weil es halt einfach auch warm ist. Es ist Schafswolle. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Textilien. Ja, und keine Waschmaschine. Keine Waschmaschine, genau. Kalt waschen, Waschmaschine, nicht so heiß wie man will, aber eben normal waschen, das hält was aus. So, und dann kam noch die letzte Frage, genau. Warum? Also wir hatten ein paar Konflikte, also es haben sich welche beschwert, dass sie sich ein Produkt ausgesucht haben und dann war das Produkt, als sie es kaufen wollten, nicht mehr da. Das liegt einfach daran, fast alle unsere Produkte sind Unikate. Also wir versuchen ja so Sachen einzukaufen wie die Rucksäcke, diese Taschen, die Handtaschen, Gürtel. Da ist immer nur ein Teil von vorhanden. Das heißt, wenn jetzt zwei Leute gleichzeitig sich das aussuchen, dann kann ja nur derjenige das sich kaufen, der zuerst auf Kaufen klickt. Der andere sieht dann, dass das Produkt ausverkauft ist. Daher kommt es, seid uns darüber nicht böse, aber das ist der Grund unseres Shops. Wir wollen Unikate, wir wollen, dass ihr was Besonderes habt und nicht irgendeinen Blödsinn von der Stange. Genau. Hattest du noch was? Die letzte Dinge über die Website-Link. Ach ja, genau. Viele Leute haben gefragt, wo der Link für den Shop zu finden ist. Unterhalb in unserer Videobeschreibung. Also nicht irgendwo unterhalb der Seite in den Kommentaren, sondern ihr geht unterhalb des Videos, guckt ihr und da steht irgendwann so da steht mehr. Da klickt man drauf und dann geht die Videobeschreibung auf. Und da drin ist der Link zu dem Shop. Genau. So, das war's für heute. Vielen Dank. Wir haben uns zu bedanken für alles und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.